Babylon die Große ist gefallen. Dieses Thema hat Amira uns angekündigt. Sie hat wichtige Dinge zu sagen über Religionen. Dieses Babylon die Große ist aus der Offenbarung und hier wird beschrieben, sie ist die große Hure, die Leid über die Menschen bringt und sie wird allgemein wirklich interpretiert als falsche Religion. Ihr kennt ja die Geschichte von Babylon. Die meisten von euch nehme ich an, wo in Babel dieser große Turm gebaut worden ist, wo der Mensch sich über Gott erhebt hat und dieser Turm ist dann gefallen. Da sind auch viele Gräueltaten dort passiert in Babel und ja, diese ganzen, was wir jetzt als Sünden bezeichnen, hat sich dort abgespielt. Und dann ist dieser Turm, der bis in den Himmel geragt hat, zerstört worden von Gott und einher ist gegangen diese Sprachenverwirrung. Die Menschen haben sich nicht mehr verständigen können und sind dann in aller Herren Länder verstreut worden. Soweit die Geschichte. Und in der Offenbarung ist eben davon die Rede, dass dieses Babylon, die Große, wieder fallen wird und sie zur Rechenschaft gezogen wird für diese Gräueltaten, die sie vollbracht hat. So als ein bisschen als historischen Hintergrund, also oder religiösen Hintergrund. Was möchte uns Amira über die Religionen sagen? Darum geht es heute. Und ich habe vergessen, dich zu begrüßen. Ein herzliches Willkommen auf meinem Amira Solis Kanal und schön, dass du dabei bist. So, ich möchte jetzt aber gleich einsteigen in dieses Thema und möchte Amira bitten, darüber zu sprechen. Bei mir sind erst ein paar Minuten vergangen. Ich habe gesagt, Amira, komm, drehen wir gleich. Ich bin jetzt so neugierig, ich kann nicht warten bis nächste Woche. Du hast was Spannendes angekündigt. Ich will das jetzt wissen. Dann bitte erzähl, was du uns Wichtiges zu sagen hast. Amira lacht. Manchmal könntest du deine Ungeduld ruhig ein bisschen zügeln, aber andererseits, manchmal ist deine Ungeduld auch gut. Alles zur rechten Zeit, alles hat seine Berechtigung. Auch ich möchte euch begrüßen. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, denn gerade was Religionen betrifft, ist hier eine sehr, sehr große Verwirrung in der Menschheit. Und ihr werdet mir recht geben, diese Form, wie Religion auf der Erde praktiziert wird, hat einfach Leid, Verdruss und Spaltung gebracht. Religion in ihrem Ursprung hat eine komplett andere Bedeutung und darüber möchte ich heute sprechen, doch zuerst kurz über eure Religionen. Kriege werden geführt, Extremisten stehen auf und hier ist wirklich eine große Gefahr im Moment, was da gerade passiert mit diesen radikalen Gruppen, die Gottesstaate, wie sie es nennen, errichten wollen und die das mit Terror und Schrecken und Autorität durchsetzen möchten. Und egal in welche Religion wir jetzt schauen, ob es jetzt der Islam ist oder das Christentum ist, auf allen Seiten wurde diese Intoleranz anderen gegenüber gepredigt, was natürlich dann zu Machtkämpfen geführt hat, was zu viel, viel Leid in allen Formen, Verfolgungen, Kriege
Hungersnöte, über die haben wir dann gesprochen, das kommt dann mit dem Krieg und so weiter geführt hat. Doch auch wenn wir zu den friedlicheren Religionen schwenken, auch hier muss man sagen, auch hier herrscht Uneinigkeit in den verschiedensten Gruppierungen. Auch hier wird gestritten, untereinander gekämpft. Jede Gruppierung glaubt, sie hat die alleinige Wahrheit. Und auch im Hinduismus, gehen wir mal zum Hinduismus, herrscht da sehr viel Irrglaube und auch hier wurde viel verdreht. Wenn wir zum Buddhismus rüberschauen, von den Ansätzen her sehr, sehr gut, was man aber auch von den anderen Religionen im Ursprung sagen kann. Da ist zum Teil wirklich noch ein gewisses Bewusstsein vorhanden, dieses alte Wissen zum Teil noch bewahrt worden. Wenn wir jetzt in manche Regionen der Erde schauen, wo es wirklich noch sehr viele Eingeweihte gibt, die da noch sehr viel Wissen tragen, was aber leider nicht an die Öffentlichkeit kommt, weil die genau wissen, dass diese alten Schriften, dieses alte Wissen über den Ursprung, den tatsächlichen Ursprung, dass das nur zur Verfolgung und Hetzjagd führen würde. Aber es gibt diese Meister, und da reden wir jetzt von wirklich aufgestiegenen Meister, die noch heilige Schriften bewachen und bewahren, bis der Zeitpunkt gekommen ist, wo es hinausgeht in die Welt, wo dieses Wissen dann verbreitet wird. Und diese Zeit steht unmittelbar bevor. Und jetzt machen wir schon diesen Schwenk. Es gibt Prophezeiungen für dieses Zeitalter, in dem ihr euch befindet, dass wieder Einheit herrschen wird, eine vereinte Menschheit sein wird, die auch in einer spirituellen Einheit, ich nenne es jetzt Religion, als Überbegriff leben werden. Und gerade diese Prophezeiungen sind auch von der anderen Seite aufgegriffen worden. Und da haben wir jetzt diese zwei Möglichkeiten, diese tyrannische Einheit, was auch angestrebt wird vom kommunistischen System, so weg mit den Religionen, das hat nur Leid und Verderben und Zwist gebracht, weg mit Religionen, weg mit Gott, weg mit diesem Spirituellen, dann geht es uns besser. Auf der anderen Seite natürlich auch dieses Bestreben, einen Messias zu präsentieren, dem die Menschen dann nachfolgen, dem sie dienen sollen, dem sie sich unterwerfen sollen. Da soll dann auch die KI zum Einsatz kommen, um den Sinn der Menschen zu manipulieren, um Hybridmenschen zu erschaffen, die zum Teil über diese digitale Welt gesteuert werden. Also wir haben diese zwei Szenarien, die beide nicht die Lösung sind und die beide aber von der dunklen Kabbala gefördert werden, von den dunklen Agenten, die jetzt sehen, die Welt ist in Umbruch, die sehen, das könnte aber die Lösung sein, dass wir unser Regime der Unterdrückung, der Spaltung in irgendeiner Form weiterführen können, dass die Menschen uns wie dem goldenen Kalb sozusagen dienen. Und das ist jetzt egal, ob ich das jetzt rein politisch sehe, wo ich Menschen von der Spiritualität
abtrenne oder wo ich einen falschen spirituellen Führer hinstelle, wo die Menschheit dann genauso unterdrückt wird. Doch wo liegt die Lösung? Was ist eigentlich in diesen alten, wirklichen Prophezeiungen gemeint? Und diese uralten Schriften, die zum Teil ähm, auf Tafeln geschrieben worden sind, auf Steinbibliotheken, über die haben wir schon gesprochen, die sehr diese Steinbibliotheken, da rede ich jetzt nicht von gemeißelten Steintafeln, wo was reingemeißelt worden ist, sondern wirklich diese Bibliotheken, die zum Teil ja auch schon gefunden werden, Putschegi-Berge zum Beispiel, ähm, wo wirklich das ganze Wissen der Menschheit in Hightech, in wirklich einer fortgeschrittenen Technologie aufgezeichnet worden ist und auch Lösungsansätze aufgezeichnet sind für dieses Zeitalter, was jetzt angebrochen ist. Und hier sind wir mittendrin. Diese Prophezeiungen, diese Steinbibliotheken, die sind natürlich sofort wieder in Verschluss gekommen, denn es ist nicht gewünscht, dass diese Wahrheit ans Tageslicht kommt, denn das würde Folgendes bedeuten. Es würde bedeuten, dass die Menschheit einen riesigen Schritt, einen evolutionären Schritt machen würde, einen Schritt, der sie erhebt über diese Sklaverei, über diese Manipulation, in der sich die Menschheit befindet, noch immer befindet. Ihr seid da jetzt so an einer Schwelle der Möglichkeiten und ihr geht jetzt in rasanten Schritten auf einen Zeitknoten zu. Über diese Zeitknoten haben wir auch schon gesprochen. Die zwei Möglichkeiten, diese Kreuzung, wo sich Zeit und Dimensionen, Zeitlinien und Dimensionen treffen. Und da gibt es immer so ganz historische Punkte. Und je nachdem, was hier von der Menschheit beschlossen wird, geht es in eine andere Möglichkeit der Zukunft. Und ihr nähert euch jetzt einen solchen Zeitknoten, der eure weiteren paar tausend Jahre bestimmen wird. Ich möchte euch jetzt diese Möglichkeit aufzeichnen von diesem goldenen Zeitalter, wie das gedacht ist. Und ich bitte euch, manifestiert das in euch, so dass es geschehen kann. Denn ihr seid das, die auf die richtige Zeitlinie dann gehen und auf die richtige Ebene praktisch mitgehen. Und je nachdem, wie ihr euch als individuelle Seelen entscheidet, wird die Zukunft passieren. Doch wir reden jetzt über diese schöne Variante, wo wir wirklich alle darauf hoffen, auch wir von der Föderation, wir von den Plejaden, ich von der Zentralsonne, wo wir wirklich für euch und mit euch arbeiten werden, dass ihr auf diese Zeitlinie gelangt, auf diese Dimension gelangt. Und hier sieht es ganz anders aus. Diese Zeit ist von eben diesem großen Erwachen, wo ihr schon begonnen habt, so ein bisschen hineinzuschnuppern, erfüllt. Und ein großes Erwachen bedeutet, dass sich der Mensch vollständig wieder bewusst wird, woher er kommt, wer er ist. Diese göttliche Präsenz in jedem Einzelnen. Denn ihr seid nicht getrennt. Diese Getrenntheit ist eine Illusion, ist wie ein Traum, aus dem ihr erwachen werdet. All das, was ihr in euren letzten Inkarnationen erlebt habt, diese Erfahrungen, die ihr gemacht habt, werdet ihr als Illusion erkennen und
Ihr habt die Möglichkeit, wirklich vollständig zu erwachen, auf die Meisterstufe zu kommen sozusagen und euch wirklich wieder als Teil des Großen und Ganzen sehen und in dieser Einheit mit der göttlichen Quelle, wo ihr selber Schöpfer seid, da geht es dann nicht mehr darum, wer ist der Priester, wer ist der Chef, wer ist Gott, sondern ihr erkennt, dass ihr alles seid und alles in euch ist. Und aus diesem Bewusstsein heraus könnt ihr eine wunderbare neue Gesellschaftsform, Zivilisation gründen, die wirklich getragen ist von Liebe, von Harmonie, wo diese Machtkämpfe aufhören werden, wo ihr euch als eine Menschenfamilie seht und wo es nicht mehr darum geht, dass wer hat Recht, wer ist stärker, wer ist größer, wer hat mehr. So diese ganzen Bestrebungen, die euch als erstrebenswert, als Illusion vorgegaukelt worden sind, das hat dann ein Ende. Und der Beginn, ihr steht da, wie gesagt, schon im Beginn, der Weg ist da, doch ihr seid da noch auf der Startlinie sozusagen. Und wenn ihr dann in diese Zeitphase eintretet, dieses Zeitknoten, Dimensionspunkt sozusagen, da sollte sich jede Seele schon entschieden haben, darum ist jetzt dieses Jahr so wichtig und ihr geht dann je nach eurer Entscheidung diese Zeitlinie, die für euch dann, wo ihr euch dafür entschieden habt. Und wenn ihr euch für diesen Weg entschieden habt, für diesen lichtvollen Weg entschieden habt, dann steht wirklich eine wunderbare Zukunft für euch auf einer neuen Erde, wo Friede sein wird, wo Liebe sein wird, wo Gerechtigkeit sein wird, wo sich jeder von euch wunderbar und sehr schnell entwickeln kann für ein Miteinander, für eine Harmonie. Und da haben wir eben schon gesprochen darüber. Am Anfang wird es natürlich noch gewisse Strukturen und ich sag mal Art Hierarchien geben, aber das geht jetzt nicht als du musst, sondern die Meister, die schon Schritte weiter sind, auch aufgestiegene Meister haben verschiedene Stadien, die werden euch dann am Anfang unterstützen, dass auch ihr Meister werdet, dass ihr immer auch wieder in die höheren Stufen hineinkommt. Und das ist ein sehr schöner Prozess, ein sehr lichtvoller, freudvoller Prozess. Und ihr braucht keine Angst haben. Es ist mit viel Freude, auch mit Lachen, mit Leichtigkeit verbunden. Und es kommt aber das ist so eine wunderbare Fröhlichkeit, die von innen kommt, eine Freude, die von innen kommt, eine tiefe Zufriedenheit, also eine sehr, sehr schöne Sache, sehr harmonisch, wo sich wirklich jeder von euch individuell nach seinen Gaben und Talenten entfalten kann, in seinem Tempo entfalten kann. Da gibt es überhaupt keine Zwänge und kein, oh, der ist schon weiter eine Stufe. Nein, das ist dann, dieses Konkurrenz gibt es dann einfach nicht. Die jeweiligen Entwicklungsstufen, die ihr dann durchläuft, ist immer für euch das Optimum, das für euch in eurem Stadium gerade absolut Erfüllende. Und so wie ein Volksschulkind jetzt nicht sagt, ich will aber nicht in der Volksschule sein, ich will auf der Universität sein, das würde keinen Sinn machen.
in dem jeweiligen Entwicklungsstufe werdet ihr euch wohlfühlen und die, die eine Stufe weiter sind, werden euch dabei wunderbar begleiten und unterstützen, ohne euch das Gefühl zu geben, die sind schon weiter, die sind besser, ihr müsst sie anhimmeln, anbeten. Nein, das ist vorbei. Es gibt keine Menschen mehr, keine Seelen mehr, zu denen ihr als Hohepriester, als Götter aufblicken werdet. Ihr werdet einfach erkennen, dass sie euch liebevoll unterstützen, dass auch ihr auf diese Ebene gelangen werdet, in dem Tempo, was ihr gehen wollt, was ihr gehen könnt. Und da gibt es keine Zwänge in dieser Form. Das Einzige, was sein wird, denn sonst funktioniert es nicht, diese negativen Emotionen, Neid, Hass, Eifersucht, die gehören in das alte Zeitalter. Die haben hier nichts mehr verloren. Da gibt es natürlich gewisse Gesellschaftsregeln, an die sich jeder haltet, denn sonst kann es nicht funktionieren, sonst würde wieder bald Chaos herrschen, sich irgendjemand über andere erheben, glauben, er ist besser. Das hat dann keinen Platz. Dafür sind dann auch die aufgestiegenen Meister der höheren Ränge auch dann da, dass sie da, sollte mal ein Konflikt entstehen, dass sie da dann gleich helfend eingreifen und das wieder bereinigen. Denn wer sich für diesen Weg, für diese neue Erde entschieden hat, hat sich auch entschieden, da wirklich diesen Weg zurück in das Einheitsbewusstsein Gottes zu gehen, wieder sich als Einheit zu sehen, das Göttliche in sich zu entfalten, angebunden sein. Und jede Seele, die sich dafür entschieden hat, hat auch dann das Okay gegeben, sich den Regeln der Liebe, der Freude anzupassen und hat auch zugestimmt, dass diese alten zerstörerischen Energien, Wut, Hass, Neid, Eifersucht, Gier, keinen Raum, keinen Platz mehr in dieser neuen Form des Miteinanders hat. Hast du dazu jetzt noch Fragen, Lydia? Nein, ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung. Du hast ja in den letzten Jahren immer wieder über diese neue Zeit gesprochen und heute hast du uns auch beantwortet, dass Religion in dieser Form, wie wir es kennen, wir beten alle irgendeinen Gott an, verfolgen irgendeine Religion und alle anderen gehen falsch, dass das ein Ende hat, sondern dass wir erkennen, dass auch wir ein Teil dieses göttlichen Großen und Ganzen sind und dass wir wirklich versuchen, dass wir das vollständig dann entfalten in einem harmonischen Miteinander. Kannst du noch was zu Gott sagen, vielleicht ganz kurz? Werden wir dann das Göttliche anbeten, den einen Gott, oder wie schaut das aus? Amira lacht wieder. Ich habe auch schon in einem Video erklärt, jetzt kann ich mich erinnern, Amira, du hast es gerade angestupst, meine Erinnerung, dass auch wir großen Respekt, große Verehrung, große Bewunderung oder große Respekt vor der göttlichen Quelle haben, die noch viel größer ist als wir. Solange wir noch individuelle Wesen sind, sind wir in dieses All-Eins des Gottesbewusstseins noch nicht ganz drinnen. Wir sind zwar im Bewusstsein drinnen, wir wissen, wir spüren, wir sind ganz eng verbunden, aber wir sind in diesem Eins nicht verschmolzen als Auflösung der Individualität. Und solange ihr eine Individualität habt, es wird noch viele Millionen Jahre bei den vielen von euch sein, nicht bei allen. Wer beschließt, in die Einheit
die absolute Einheit zurückzukehren. Geht natürlich schneller, aber solange ihr euch sagt, das ist jetzt so schön, ich möchte mich individuell erfahren, es ist toll, Talente und Gaben zu entfalten, dieses Miteinander mit anderen Menschenseelen, das ist so schön, was ja auch sehr erfüllend sein wird, solange ihr in dieser Individualität eure Freude habt, seid ihr noch individuell ein Teil des großen Ganzen, mit dem großen Ganzen verbunden, aber ihr seid noch individuelle Wesen. Und solange das der Fall ist, erkennt ihr auch, dass diese göttliche Quelle, aus der alles entstanden ist, durch euch fließt, ein Teil von euch sind, aber es ist größer, so wie ein Tropfen im Ozean, ein Tropfen, wenn man ihn herauslöst, ein Tropfen ist, oder viele Tropfen das große Ganze bilden, und dennoch kann so ein Tropfen individuell sein. Bei jeder Welle, die zum Beispiel aus dem Ozean herauskommt, sind ganz viele Tropfen, die dann wieder in den großen Ozean eintreten. Und die Welle, die Tropfen erfahren sich, während sie springt. Genauso erfahrt ihr euch in einer Inkarnation. Ihr könnt euch dann als Teil Gottes wahrnehmen und habt trotzdem eure individuelle Erfahrung, dann natürlich eine freudvolle, liebevolle Erfahrung auf der neuen Erde. Und solange ihr noch die Möglichkeit habt, diese individuelle Erfahrung zu machen, solange wisst ihr aber auch, dass ihr zwar ein Teil des Ozeans seid, aber trotzdem der Ozean noch größer ist. Und diese große Verbundenheit mit Gott, mit dem Göttlichen, ist dann nicht eine furchtvolle, ehrfurchtvolle Sache, so wie es euch die Religionen lehren, sondern eine liebevolle Verbundenheit, die aber schon mit einer Demut, mit einem großen Respekt verbunden ist, mit einem Zwiegespräch, mit einer individuellen Beziehung, die jede Seele dann aufbauen wird zur Quelle. Das könnt ihr euch nur bedingt vorstellen, und ich kann es euch nur fehlerhaft vermitteln, denn das ist ein Gefühl, das ist ein Zustand, den Worte nicht gerecht werden können. Also diese Verbindung, die ihr dann zu dem Göttlichen haben werdet, ist eine Erfahrungssache, die man mit Worten nicht so gut beschreiben kann. Aber ich denke, wenn ihr wirklich euer Herz, eure Seele wirken lässt, dann werdet ihr die Worte verstehen und erkennen, was ich meine. Und ich hoffe inständig, dass sich ganz viele von euch für diese Zeitlinie entscheiden werden und da mitgehen in diese neue Erde, wo dann wirklich eine wunderbare Zeit anbricht, dieses goldene Zeitalter anbrechen wird, über das ja berichtet wird, viele Prophezeiungen für diese Zeit gemacht worden sind. Und hier, bevor ich mich verabschiede, der Aufruf: erkennt die falschen Propheten, erkennt die falschen Möglichkeiten. Es liegt jetzt wirklich dann an euch, wenn ihr da in diesem Zeitfenster angelangt sind, euch für diesen richtigen Weg der 3 Wege zu entscheiden. Ich ziehe mich zurück, ich liebe euch, ich segne euch, eure Amira. Spannende Zeiten, in denen wir leben. Ich spüre auch, dass wir auf dieses Ereignis jetzt
beschleunigt zugehen. Ich kann es ja nur vermuten, ich glaube, dass das mit Ende Jahreswechsel sein wird, dass jetzt im Jahr 24 sich jeder endgültig entscheiden muss, welchen Weg er beschreiten wird und dass da dann das große Erwachen stattfinden wird, wo es dann wirklich zu dieser Trennung kommen wird, auch von den Zeitlinien, von den Möglichkeiten und alle Aufgewachten, alle Aufgestiegenen, alle, die am Weg sind, haben jetzt eben wirklich noch die Möglichkeit, die Gelegenheit, dass sie diesen lichtvollen, freudvollen, friedvollen Weg dann wählen. Und ich freue mich auf diese Zeit sehr. Mir persönlich geht es, muss ich sagen, Gott sei Dank, ganz gut. Ich bin im Frieden, ich bin eigentlich glücklich. Eigentlich, weil solange es nicht jedem gut geht, fühle ich mich auch nicht so hundertprozentig zufrieden, denn ich möchte, dass es jedem Menschen gut geht, dass jeder glücklich ist, dass es jedem gut geht. Und ich denke, das wird dann wirklich schön, wenn wir Zeit haben für uns, dass wir uns kennenlernen können, dass wir auch Zeit haben zu wunderbaren Gesprächen, auch die Freude zu leben, das zu tun, was wir immer schon tun wollten, dass der Faktor Zeit dann auch anders ist. Und auf diese Zeit freue ich mich und da kann ich euch dann alle persönlich kennenlernen. Das wird schön. Dann, meine Lieben, auf Wiedersehen für heute. Macht's es gut und seid glücklich!